Ihr investiert in Content, rankt bei Google, aber bei ChatGPT, Perplexity, Gemini und AI Overviews werdet ihr leider nicht zitiert. Das muss nicht unbedingt etwas mit eurer Domain-Autorität zu tun haben. In dieser Folge zeige ich dir 5 Gründe, warum euer Content in KI-Antworten nicht zitiert wird und was du ändern musst. Viel Spaß! Nummer 1. Die Inhalte sind zu oberflächlich. KI-Systeme zitieren bevorzugt Inhalte, die ein Thema wirklich durchdringen, nicht oberflächliche, dünne, generische Texte. Das wissen wir aus mehreren Studien, primär aus der Studie von Kevin Indig, wo er zeigt, dass Wortanzahl und Satzanzahl korreliert damit, wie oft eine bestimmte URL mit anderen Faktoren zitiert wird. Nun könnte man als SEO denken, okay, bisher habe ich 5000 Wörter auf eine Seite gepackt, ich sollte 15.000 Wörter auf eine Seite packen. Das wäre aber ein falscher Schluss, weil wenn wir das uns in einem anderen Kontext ansehen, beziehungsweise aus unseren Erfahrungen, wenn du zum Beispiel an AI-Overviews denkst, dann geht es wirklich darum, dass es besser ist, mehr Seiten zu haben, die auf spezifischere Themen tiefer eingehen, als eine Seite, die auf alles eingeht. So, was sind jetzt Takeaways, die ich zu diesem Punkt möchte, dass du sie mitnimmst und die meiner Meinung nach sehr wertvoll für dich sein werden? Denke unbedingt in dieser neuen Welt mehr in Antworten und weniger in Seiten. Heißt das jetzt, jede Seite wird eine FAQ-Seite? Nein, aber du musst verstehen, dass wir in einer Transition-Phase sind, wo das gefragt ist. Diese ganzen Engines denken in Content-Chunks, in Stücke, die relevant sind zu einer Frage und hier zitiert werden können und nicht in URLs. Wobei, was wir sehen bei AI-Overviews, dass Google tendenziell lieber spezifische Seiten in die Tiefe zu einem bestimmten Thema zitiert, als jetzt eine ewig langen Ratgeber zu irgendwas. Und das heißt natürlich, wir bauen Inhalte nicht nur nach Keywords, sondern auch nach Fragen und Antworten auf. Und jetzt werden wir auch sagen, Keywords sind tot und das sind die Leute, die null Plan haben und keine Ahnung haben, weil Keyword-Daten sind immer noch die besten Nachfragedaten, die es in diesem Universum gibt. Und wenn du glaubst, die sind tot, dann hast du nicht verstanden, die sind nicht tot, aber es ändert sich, wie wir Keywords betrachten sollten, weil natürlich, wenn nicht mehr Seiten das Ziel sind, sondern Antworten, dann fasert sich das auf und dann kannst du nicht einfach nur kurze Keywords denken, sondern in Suchintentionen. Das heißt, was will dieser User erreichen? Und wir wissen ja auch, in Google suchen Leute anders in der normalen Google-Suche als jetzt zum Beispiel in ChatGPT. Und das ist mit Keywords ist tot gemeint. Manche glauben dann, Keywords sind generell tot. Nein, sind fantastische Daten. Bitte weiterhin benutzen. So, dabei ist es, ich habe es schon angekündigt, es ist extrem wichtig zu verstehen, wir wollen nicht dann allen Text auf eine Seite packen, sondern wirklich erfolgreiche, sagen wir mal, Content-Architekturen bauen, nämlich Themencluster in Kombination mit unterschiedlichen Perspektiven. Das nenne ich ganz gern Range-Style-Content, wo einfach spezifische Themen auf einer Seite tiefgreifend behandelt werden. Und tiefgreifend muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der Text extrem lang ist, aber dass es eine sehr gute, spezifische Antwort gibt. Leicht konsumierbar und auf den Punkt gebracht. Um das eben kurz zu veranschaulichen, was ich meine, wie man denken sollte, ist, wir schauen jetzt hier rein, diese Grafik, die ich schon so aufgezeigt habe, wir haben unser klassisches Keyword-Set im Kreis und dann außerhalb diese Fragen und Sub-Suchintentionen, die wir beantworten wollen. Und so sollten wir in Zukunft über Content auf jeden Fall denken, wo es darum geht, okay, wir haben dieses Thema, was sind da alle die ganzen Subfragen, was will der User damit erreichen und dann darum herum Antwortbausteine generieren. Nummer 2. Es fehlt an klarer Struktur. Wenn die KI, ich hasse dieses Wort KI generell, aber wir nennen es jetzt fürs Verständnis so, keine klaren Abschnitte findet, kann sie deinen Content auch nicht zitieren. Das heißt, wenn du so Fließtextwände hast, funktioniert tendenziell sehr schlecht. Wir brauchen klassisch wie auch im normalen SEO klare Schriften wie was ist, Vorteile, Beispiele, weil das hilft der KI, schneller relevante Stellen auswählen zu können. Konkret geht es hier einfach darum, um gute Informationsarchitektur pro Seite.
Und dabei helfen natürlich auch Strukturelemente wie Aufzählungen, Tabellen, Zwischenüberschriften, weil es das Ganze noch extrahierbar macht. Natürlich einerseits für Menschen, aber vor allem in diesem Kontext jetzt auch für KI-Engines. Und ich zeige euch dann ein richtig spannendes Beispiel, was dann zitiert wird, um zu veranschaulichen, wie wichtig dieser Punkt ist. Springen wir rein, kurz in die Google-Suche nach dem Keyword AI Overviews und dann sehen wir hier unsere KI-Übersicht und jetzt zeige ich euch das Spannende, was diese AI-Overview von Evergreen Media zitiert hat, nämlich von dieser Seite. Auf dieser Seite ist ein Abschnitt, wo alles über AI-Overviews in 30 Sekunden steht und genau diesen super informationsdichten Teil hat sich die KI ausgewählt, um das zu zitieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, wie man in Zukunft Content bauen sollte. Wenn man sich diesen Beitrag generell anschaut, dann ist es immer so, Zwischenüberschrift, die Key Codes, Takeaways und dann erst die Details. Das heißt, die umgekehrte Pyramide, aber sogar auf Kapitelbasis. Was sind jetzt die Takeaways aus diesem Punkt? Denke wie ein Redakteur und UX-Writer und nicht nur wie ein SEO. SEO ist super, um zu verstehen, okay, Nachfrage und Suchintentionen und so weiter. Aber es ist dann voll oft so, ja, wir brauchen irgendeinen Text, dass wir ranken. Das ist kein guter Gedanke in dieser neuen Welt. Frag dich, wenn dieser Content erstellt wird, könnte man aus diesem Absatz ein 2-Satz-Destillat machen. Das heißt immer, wenn du schreibst und du denkst dir, okay, aber was ist die Kernaussage? Bam, die Kernaussage kommt am Anfang vom Kapitel und dann kommen erst die Details. Wir sprechen ja jetzt logischerweise über informative Inhalte. Das heißt, ich habe es gezeigt, Pyramidenprinzip bei jedem Kapitel, Kurzantwort und dann erst die Details. Nummer 3. Ihr liefert keine Originaldaten. Und das ist der Punkt, wo sich dann die meisten aufregen. Wissen wir schon aus uralten Papers, was ich schon öfter gezeigt habe, zu Generative Engine Optimization, dass sehr gerne Originaldaten, Statistiken und so weiter zitiert werden. KI-Modelle lieben Primärquellen, weil sie Fakten brauchen, auf die sie sich verlassen können, beziehungsweise in denen sie sich grounden können. Das heißt, eigene Studien, Benchmarks, Branchenreports, interne Daten, diese Inhalte werden deutlich häufiger zitiert als Meinungsartikel oder so Sekundäranalysen. Was ist für dich da der Takeaway? Welche Insights habt ihr in-house, die sonst keiner hat, die du präsentieren kannst? Weil das kannst du auch generieren, wenn du das nicht hast. Als Beispiel haben wir mit Wattline eine Studie zur Energiewende gemacht. So kannst du einzigartige Daten generieren, die dann wieder zitiert werden, die einerseits zu Erwähnungen führen, die dir in KI-Engines helfen, andererseits Links generieren und dir so Exposure verschaffen, die dich in die Presse bringen und so Reichweite generieren und so weiter. Das heißt, das ist jetzt nicht, ich mache das für diesen einen Zweck, sondern für sehr viele unterschiedliche, wertvolle Sachen für ein Unternehmen. Nummer 4. Eure Marke wird zu selten genannt und gesucht. Und das ist ein größeres Problem, wenn das der Grund ist, dass eure Marke nicht zitiert wird. KI-Systeme achten nicht wirklich auf Links, so wie im klassischen SEO. Sie werten eher Markennennungen in wieder einem bestimmten Kontext. Gleichzeitig korrelieren Markensuchanfragen mit Erwähnungen in Chatbots. Irgendwie bewerten sie sehr erfolgreich Popularität, Autorität ohne diesen Link-Aspekt. Und das heißt, je bekannter deine Marke ist, desto wahrscheinlicher wird automatisch auch deine Marke genannt. Das heißt, irgendein Trigger ist drin, der das ganze Thema digitalen Fußabdruck verwendet, um Popularität und Autorität zu bewerten. Und in diesem Kontext sind Erwähnungen wertvoller als Backlinks. Und auch ungelinkte Erwähnungen erhöhen die Sichtbarkeit für LLMs. Was sind jetzt da die Takeaways? Das solltest du schon lange Zeit angegangen sein, aber falls du es noch nicht gemacht hast, klassisches Link-Building ist tatsächlich tot, also nicht wie Keywords tot, sondern wirklich tot. Und
digitaler PR gehört die Zukunft. Einfach weil es an sich als eigener Channel funktioniert, es auf SEO-Ziele einzahlt, aber eben auch auf diese neuen Engines einzahlt. Das heißt, Interviews, Fachbeiträge, Nennungen in Branchenportalen sind Pflicht. Dass du das am laufenden Band generierst, weil das ist, wie in dieser Welt Popularität und Autorität bewertet werden. Und es ist auch, glaube ich, ziemlich logisch. Ein Beispiel davon zu dieser Studie, die ich dir jetzt vorher gezeigt habe, ist diese Publikation. Das ist in dieser Branche im Thema Energiewirtschaft die wichtigste Plattform, wird als Trainingsdaten verwendet. Dementsprechend, bam, ich habe einen Artikel in einem wichtigen Magazin in meiner Branche, gibt mir direkte Exposure. Wenn ich einen Link habe, hilft mir das hinsichtlich meiner SEO-Ziele. Zusätzlich hilft mir das Ganze, in die Trainingsdaten von KI-Modellen zu kommen, und es hilft mir allgemein öfter oder mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Nummer 5. Euer Content ist technisch nicht KI-freundlich. Und wenn das dein Problem ist, dann bist du wahrscheinlich auch SEO-technisch extrem schwach aufgestellt. Wenn deine bzw. eure Inhalte schwer zu crawlen sind, weil sehr JavaScript-lastig, langsam oder sonst irgendwie nicht freigegeben, dann sieht sie logischerweise der Bot, der Crawler für das KI-Modell nicht. KI-Crawler wie der GPT-Bot und Common Crawl brauchen Zugang, wenn du willst, dass deine Inhalte verwendet werden. Egal ob dass sie Teil werden der Trainingsdaten oder ob sie über einen Abruf dann dich zitieren. Inhalte hinter Paywalls, Logins, JavaScript-Only-Renderings sind oft, nicht immer, aber oft unsichtbar. Dementsprechend, was solltest du machen? Check einfach, ob es irgendwelche Hindernisse gibt, typischerweise irgendwelche Blockaden in der Robots.txt, Ladezeiten, generell was passiert, wenn man JavaScript deaktiviert, ist die Seite dann nicht mehr verwendbar. Mach es am Ende des Tages, weil es gibt ganz viele Faktoren, mach es Bots so einfach und ressourcensparend wie möglich, deinen Content zu konsumieren, sofern du willst, dass sie das machen. Es gibt ja auch Sachen, die du nicht willst, dass die gecrawlt werden. Das ist auch wunderbar, aber die werden dann auch nicht zitiert werden und die werden dann auch nicht in den Trainingsdaten vorkommen können. So. Klassisches SEO, und ich glaube, das ist jetzt jedem klar, nach diesen 5 Gründen ist das Fundament für KI-Sichtbarkeit, aber generative Engines ticken durchaus etwas anders oder etwas relativ anders als klassische Suchmaschinen. Content muss neu gedacht werden hinsichtlich Tiefe, Breite, Einzigartigkeit und Struktur. Und um nochmal auf diesen Punkt zu pochen mit Tiefe und Breite, es geht nicht um die Contentmenge pro Seite, sondern Content solltest du sehen als die Menge an Content zu deiner Brand online. So sehe ich das auf jeden Fall. Wer glaubt, Content Marketing sei einfacher geworden, weil es jetzt ChatGPT gibt, hat sich aus meiner Sicht massivst geschnitten, weil es verlagert sich nur, an welcher Stelle der Wert generiert wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.